Ein Untoter, aber kein Zombie. Eine blutsaugende Nachtgestalt. Ein Wesen mit übernatürlichen Kräften. Kann sich in eine Fledermaus verwandeln? Der Vampir. Der Ursprung des Wortes Vampir ist umstritten. Die gängige Annahme besagt, dass es aus dem ungarischen Sprachraum stammt, der Begriff jedoch ursprünglich aus dem Polnischen entlehnt wurde. Erste Erwähnungen finden sich bereits im 18. Jahrhundert. Über das slawische Sprachgebiet verbreitete sich das Wort weiter nach Westeuropa, wo es in unterschiedlichen Sprachen übersetzt und adaptiert wurde. Im Italienischen, Spanischen und Portugiesischen existiert beispielsweise die Bezeichnung Vampiro, in den skandinavischen Sprachen Vampir. Das Wort Vampir könnte zudem mit dem bulgarischen Vapir verwandt sein, das sich aus einem mazedonischen Dialekt ableitet und so viel wie geflügeltes Wesen bedeutet. In verschiedenen Regionen Osteuropas wurden Vampire unter anderen Namen bekannt, in der Ukraine als Upir, in Polen als Upior und in Serbien als Vukodalak, was wollhaarig bedeutet. Der Glaube an Vampir stammt vorrangig aus dem südosteuropäischen Raum. Besonders in den Karpaten und auf dem Balkan sind Legenden über diese Wesen weit verbreitet. Ethnologen sehen in den Vampirgeschichten eine sozial-anthropologische Erklärung für ungewöhnliche Todesfälle oder unerklärliche Epidemien. Im Volksglauben galt das Verlassen des Grabes als das entscheidende Merkmal eines Vampirs. Wurde ein Verdacht gehegt, öffnete die Gemeinschaft das Grab des vermeintlichen Wiedergängers. Ein nicht verwester Leichnam galt als Beweis für Vampirismus. In diesen Fällen wurde der Körper erneut getötet, indem er gefehlt, enthauptet oder verbrannt wurde. Eine besondere Variante des Vampirglaubens findet sich in Rumänien und Albanien mit den sogenannten Strigoi. Diese Wesen waren verstorbene Menschen, die zurückkehrten, um ihre Verwandten heimzusuchen. Strigoi wurde in zwei Kategorien unterteilt. Strigoi morti waren untote Wiedergänger, während Strigoi vii bereits zu Lebzeiten verfluchte Menschen waren. In einigen Vampirsagen verwandelt sich ein Werwolf nach seinem Tod in einen Vampir. Einige historisch belegte Vampirfälle erregten internationales Aufsehen. Einer der ältesten dokumentierten Fälle stammt aus Kroatien. Im Jahr 1672 soll der Bauer Jure Grando nach seinem Tod als Vampir sein Dorf heimgesucht haben. Johann Weihard Valvasor berichtete in seinem Werk Die Ehre des Herzogtums Krain über diesen Fall. Ein weiteres berühmtes Beispiel ist Petar Plogowitz, der 1725 in Serbien verdächtigt wurde, nach seinem Tod 9 Dorfbewohner getötet zu haben. Sein Grab wurde geöffnet, sein Leichnam gefehlt und verbrannt. Dieser Fall wurde von österreichischen Beamten dokumentiert und trug zur Verbreitung der Vampirglaubens in Westeuropa bei. 1732 sorgte der Fall des Arnold Paole in Serbien für Aufsehen. Auch hier untersuchte eine kaiserliche Kommission den Vorfall, wobei die ärztlichen Berichte die Existenz von Vampiren wissenschaftlich zu widerlegen versuchten. Die Aufklärung nahm in diesen Fällen ihren Anfang, als Wissenschaftler begannen, natürliche Ursachen für die vermeintlichen Vampirphänomene zu suchen. Verschiedene wissenschaftliche Ansätze versuchen, den Vampirglauben zu erklären. Eine verbreitete Theorie geht davon aus, dass bestimmte Krankheiten wie Porphyrie oder Tollwut
zu vampirähnlichen Symptomen führten. Menschen mit Porphyrie sind extrem lichtempfindlich und zeigen oft Veränderungen an Haut und Zähnen, was an das Bild des klassischen Vampirs erinnert. Tollwut wird ebenfalls mit dem Vampir-Mythos in Verbindung gebracht, da Erkrankte plötzliches aggressives Verhalten und eine extreme Abneigung gegen Wasser, Hydrophobie, zeigen. In Regionen, in denen Vampirlegenden weit verbreitet waren, gab es häufig Tollwutepidemien, was den Zusammenhang zwischen Krankheit und Mythos erklären könnte. Die moderne Vorstellung des Vampirs wurde maßgeblich durch die Literatur geprägt. Der erste literarische Vampir erschien in John Polidorus' Novelle The Vampire von 1819, in der die Figur des Lord Ruthven als aristokratischer Blutsauger dargestellt wurde. Einflussreicher war Sheridan Le Fanus' Carmilla von 1872, eine Geschichte über eine weibliche Vampirin, die in eine homoerotische Beziehung mit ihrem Opfer tritt. Bram Stokers Dracula von 1897 war jedoch das entscheidende Werk, das den Vampirmythos in seiner heutigen Form fertigte. Die Figur des Grafen Dracula basiert auf Vlad III. Draculae, einem walachischen Fürsten des 15. Jahrhunderts. Die Darstellung von Vampiren veränderte sich mit der Zeit. Einer der ersten Vampirfilme war Friedrich Wilhelm Murnaus Nosferatu von 1922, eine unautorisierte Adaption von Stokers Roman. Spätere Verfilmungen, insbesondere Dracula von 1931 mit Bela Lugosi, prägten das Bild des eleganten Vampirs mit Umhang und hypnotischem Blick. In den 1970er und 1980er Jahren entstanden moderne Vampirfilme wie Interview mit einem Vampir von 1994 oder Blade von 1998, die den Mythos mit Action- und Horrorelementen kombinierten. Besonders beliebt wurden romantisierte Vampirgeschichten wie Twilight von 2005, die das Bild des Vampirs weiter veränderten. Der Vampir ist eine der faszinierendsten Figuren der Mythologie und Popkultur. Ursprünglich ein Wesen des Volksglaubens, hat er sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt und wurde durch Literatur, Film und Medien zu einer vielschichtigen Figur. Von der gefährlichen, untoten Kreatur bis hin zum romantischen Antihelden hat der Vampir zahlreiche Transformationen durchlaufen und bleibt auch heute ein prägendes Motiv in der Popkultur. Hat dir das Video gefallen? Dann lass gern ein Like da, abonniere den Kanal und hinterlass einen Kommentar. Beim nächsten Mal gibt's mehr, also nicht verpassen und denk dran, nachts besser das Fenster schließen. Man weiß ja nie, wer vorbeikommt.